Deutsche Politiker diskutieren über die Reform oder sagen wir es ganz ehrlich, über die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Und wenn wir es genau anschauen, dann sehen wir, dass im Grunde jeder, der irgendwie zur Mittelschicht gehört, davon betroffen sein wird. Wie du dich vor der Erbschaftssteuer schützen kannst, zum Beispiel indem du auswanderst, das werde ich dir in diesem Video verraten. Als gäbe es nicht in der Welt schon genug Sorgen und Probleme, denken wir nur an Grönland, denken wir an die Ukraine, denken wir an die wirtschaftlich desolate Situation in Deutschland, reden jetzt deutsche Politiker auch noch davon, die Erbschaftssteuer zu reformieren. Das heißt natürlich, sie massiv zu erhöhen. Das ist natürlich keine neue Debatte. Diese Debatte gibt es schon seit Jahren. Man will vielleicht sogar sagen, seit Jahrzehnten. Und zwar praktisch in allen Parteien in Deutschland. Jetzt vor kurzem ist sie wieder aufgeflammt, weil die SPD eine Reform der Erbschaftssteuer vorgeschlagen hat. Zur Debatte steht ein Erbschaftssteuerfreibetrag von 1 Million Euro. Hier etwa nicht alle 10 Jahre, sondern auf Lebenszeit. Bei Betriebsvermögen, das heißt also Unternehmensanteile, sollen bis zu 5 Millionen erbschaftssteuerfrei vererbt werden können. Fast alle anderen Begünstigungen, die es heute gibt bei der Erbschaftssteuer, sie sollen gestrichen werden. Insbesondere ist es den Parteien ein Dorn im Auge, dass heute, wenn Familienunternehmen vererbt werden und die Erben zusichern, dass die Jobs erhalten bleiben für 7 Jahre, man vielfach auf die Erbschaftssteuer ganz verzichten kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Schenkungssteuer, denn steuerlich gesehen sind Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer das Gleiche. Wie gesagt, die SPD war es, die diesen Vorschlag zur Erbschaftssteuerreform gemacht hat, aber die Diskussion gibt es schon seit Jahren. Schon vor Jahren hat auch die CDU grundsätzlich zugestimmt, dass bei der Vererbung von Betriebsvermögen die aktuellen Vergünstigungen gekürzt werden sollen oder sogar ganz gestrichen werden müssen. Man nimmt da auch bei der CDU kein Blatt vor den Mund. So hat der Fraktionsvize der CDU Mittelberg vor kurzem in einem Interview gesagt, dass fette Bankkonten und Schmuckschatullen ruhig heftig mit Erbschaftssteuer belegt werden sollen. Es gäbe ja dort auch schon heute Erbschaftssteuersätze von bis zu 50%. Man sieht also, hier gibt es parteiübergreifend Einigkeit in Deutschland, was die Erbschaftssteuer anbelangt und dass diese erhöht werden soll. Da steht man ja in bester Tradition in Deutschland. Wir kennen ja solche Methoden schon von den Nazis. Es waren die Nazis, die ebenfalls die Erbschaftssteuern massiv erhöht haben, um dann manche Deutsche hier ganz extrem um ihr Vermögen zu erleichtern. Übrigens, Herr Middelhoff war es auch, der 2015 laut applaudiert hat und gesagt, diesen Tag muss man feiern, als der automatische Informationsaustausch OECD-CRS beschlossen wurde. Ebenfalls übrigens eine Nazi-Methode, denn es waren ebenfalls erstmals die Nazis, die die Offenlegung von ausländischem Vermögen inklusive von ausländischen Konten gesetzlich vorgeschrieben haben und zur Widerhandlung zum Teil unter drakonische Strafen gestellt haben, bis hin zur Todesstrafe. Wie gesagt, also unsere deutschen Politiker hier in bester deutscher Tradition. Wenn du also jemand bist, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, der sein Leben lang gespart hat, der Vermögen aufgebaut hat, der vielleicht bis zu 42 oder sogar 45% Steuern gezahlt hat, plus Kirchensteuer, plus Soli und dann ja möglicherweise auch noch Sozialabgaben. Und dann willst du dieses Vermögen jetzt weiter vererben an deine Kinder, selbst unter der Annahme, dass du keinen einzigen Cent an Kapitalerträgen dazu verdient hast, werden ja schon heute wiederum etliche Prozente an Erbschaftssteuer fällig und in Zukunft soll es sogar noch mehr werden. Wenn du ein Unternehmen hast, dann ist dieses Geld ja möglicherweise schon mehrfach versteuert worden oder auch wenn du dieses Vermögen bereits schon einmal geerbt hast, auch dann ist ja schon mehrfach versteuert worden. Jetzt soll es weiterhin und immer weiter und immer höher mit Steuer belegt werden. Jetzt denkst du vielleicht, naja, die Reichen sollen ja ruhig Erbschaftssteuer bezahlen, 1 Million Euro. Wenn das mein lebenslanger Freibetrag ist, damit kommt man ja locker um die Runden. Damit werden die meisten ja letztlich keine Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Aber das ist natürlich nicht so. Natürlich kleiden die Politiker das in eine Sprache, dass es so wirkt, dass hier nur die Reichen und die Superreichen bezahlen müssen. Man unterstellt ja oft den Familienunternehmern, dass sie hier im Privatjet nach St. Moritz oder nach Mallorca jetten und hier ein Luxusleben genießen, mehr oder weniger auf deine Kosten, auf die Kosten ihrer Mitarbeiter, die ja möglicherweise auch noch ungerechterweise viel zu wenig bezahlt bekommen. Da sollen sie jetzt wenigstens bluten, wenn es ums Vererben geht. Genau dieses Bild zeichnen ja
unsere Politiker, wenn sie sich zur Erbschaftssteuer äußern, wenn sie dann auch mehr oder weniger davon sprechen, dass das ja unverdiente Einnahmen sind, solche Erbschaften. Leistungsloses Einkommen, wie ja so schön dazu gesagt wird. Nun, wenn du Familienunternehmer bist oder wenn du Familienunternehmer kennst, dann weißt du, dass nichts ferner von der Wahrheit sein könnte. Das meiste Vermögen von Familienunternehmern ist tatsächlich im Unternehmen gebunden. Wenn also jetzt eine hohe Erbschaftssteuer fällig wird, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als dieses Unternehmen zu verkaufen, zum Beispiel an Finanzinvestoren. Die deutsche Politik lügt ja den Bürgern da etwas in die Tasche, aber zum Beispiel der französische Wirtschaftsprofessor Gabriel Zuckmann, den ich ja oft hier den verrückten Professor nenne, weil er ja völlig abartige Ansichten hat zur Besteuerung, auch zur sogenannten Reichensteuer, wozu er jetzt übrigens ein Buch geschrieben hat, aber da werde ich noch ein separates Video machen. Er sagt es ganz offen, Familienunternehmen sind nicht schützenswert. Es macht keinen Unterschied, ob ein Unternehmen von einer Familie geführt wird oder ob es von einem Finanzinvestor geführt wird. Das sagt nichts darüber aus, über die Qualität der Produkte, über die Langlebigkeit des Unternehmens oder die Höhe der Steuern, die das Unternehmen bezahlt. Wenigstens, so kann man sagen, ist er ehrlich. Aber wie gesagt, es sind nicht nur die sogenannten Reichen natürlich von dieser Erbschaftssteuer betroffen. Wenn du dir zum Beispiel angeschaut hast, wie stark die Immobilienpreise in den letzten 10, 15 Jahren gestiegen sind, da gibt es ja schon heute viele Immobilienmillionäre, die schlicht und ergreifend ein Einfamilienhaus zum Beispiel gekauft haben zu einem sehr viel günstigeren Preis. Letztlich ist ja auch der Wert der Immobilie nicht gestiegen, sondern der Wert des Geldes ist gesunken, der Wert des Euros ist verfallen. Das Gleiche gilt für Dinge wie Aktien oder Gold oder Krypto. Und deswegen meine ich, dass im Grunde auch jeder, der zur sogenannten Mittelschicht dazugehört, automatisch von solchen Erbschaftssteuern betroffen sein wird, auch wenn die Freibeträge jetzt vielleicht hoch klingen. Wenn es mit der Inflation so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann wird natürlich diese 1 Million, die jetzt sehr groß klingt, immer weniger wert werden. Und wenn du dir die aktuellen Freibeträge bei der Erbschaftssteuer anschaust und wie lange es diese schon gibt, wie lange diese nicht angepasst wurden, dann weißt du genau, von was ich spreche. Die Frage ist also nun, wie kannst du dich vor dieser Erbschaftssteuer schützen? Wie kannst du dich davor schützen, dass der Staat dir dein Vermögen wegnimmt und es dann für irgendwelche sinnlosen Staatsausgaben verschwendet? Wenn du den Nachrichten folgst, dann hast du ja vor kurzem gesehen, dass dem deutschen Staat momentan Rekordeinnahmen beschert werden. Erstmals über 1 Billion Euro, und dennoch redet man darüber, dass die Steuern weiter erhöht werden sollen, denn natürlich das Geld reicht nicht. Politiker sind Geldverschwender, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Konkretes Beispiel dazu übrigens Spanien. Wir haben ja da von einem schrecklichen Zugunglück gehört, bei dem sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Zugstrecke, auf der sich dieses Zugunglück ereignet hat, wurde in den 90er Jahren gebaut, hat damals 150 Millionen Euro gekostet. Ein Großteil dieser Gelder, sagt man, ist an spanische Politiker geflossen als Bestechung. Also ein riesiger Korruptionsskandal. Aber über Spanien und ihre Politiker, da könnte man auch mal ein separates Video drüber machen. Also natürlich nicht nur ein deutsches Problem. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass die deutschen Politiker so korrupt sind wie die spanischen. Aber wenn der Staat Steuergelder in sinnlose Projekte investiert, dann ist das ja fast schon genauso schlimm wie Korruption, wie Schmiergelder. Wie kannst du dich also vor der Erbschaftssteuer schützen? Nun, bei unserem Kanal, da geht es ja um das Thema Auswandern, und es gibt sehr viele Länder, in denen es keine Erbschaftssteuer gibt. Es gibt viele Länder, bei denen es auch eine sehr viel geringere Erbschaftssteuer gibt als in Deutschland. Diese Länder sind nicht nur in Übersee. Wir sprechen hier nicht nur von Dubai und den Bahamas. Alleine schon unsere Nachbarländer, Österreich und die Schweiz, muss man hier hervorheben. Österreich zum Beispiel hat keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Diese wurde 2009 abgeschafft. Damals hat die österreichische Regierung einmal genau die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer, aus der Schenkungssteuer analysiert und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass sich diese Steuer eigentlich wirtschaftlich nicht lohnt, denn die Erhebung und die Eintragung der Steuer kostet fast genauso viel wie das gesamte Steueraufkommen aus der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und man hat sie dann schlicht abgeschafft. Das Gleiche gilt für die Schweiz. Auch hier gibt es zumindest im Bund keine Erbschaftssteuer und keine Schenkungssteuer. Die einzelnen Kantone haben dann vielfach eine Erbschaftssteuer, eine Schenkungssteuer. Aber auch hier sind oftmals direkte Angehörige komplett von der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer befreit. Manche Kantone haben überhaupt keine
Schenkung und Erbschaftssteuer. Jetzt fragst du dich vielleicht also, wenn ich jetzt einfach umziehe nach Österreich oder in die Schweiz, kann ich mich dann als deutscher Staatsbürger tatsächlich befreien von diesem Joch der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer? Kann ich dann frei über mein Vermögen verfügen? Nein, das ist leider nicht so, denn du weißt ja, dass es in Deutschland de facto ganz stringente Kapitalverkehrskontrollen gibt und die Erbschaftssteuer, sie ist tatsächlich eine davon. Natürlich keine offizielle Kapitalverkehrskontrollen, aber es ist bei der Erbschaftssteuer und bei der Schenkungssteuer so, dass wenn du Deutschland verlässt, wenn du auswanderst, dann bist du noch für mindestens 5 Jahre, manchmal sogar 10 Jahre bei Niedrigsteuerländern in Deutschland weiterhin unbeschränkt Erbschaftssteuer und Schenkungssteuerpflichtig. Und das meine ich mit Kapitalverkehrskontrolle. Also du kannst auswandern, aber tatsächlich dein Kapital ins Ausland so ohne weiteres frei verbringen kannst du nicht durch das Auswandern. Und lass uns hier völlig klar und transparent sein, was das bedeutet, was ich gerade eben gesagt habe. Nehmen wir an, du bist männlich, du ziehst nach Dubai um und du lernst nach 3 Jahren eine arabische Frau kennen, eine Frau aus Saudi-Arabien in Dubai, und du heiratest diese Frau und zur Hochzeit schenkst du ihr eine Wohnung in Dubai. Und zwar mit Geld, das du in Dubai erwirtschaftet hast, das du in Dubai bei deinem Job in Dubai verdient hast. Weißt du, was passiert? Du musst dann noch in Deutschland Schenkungssteuer bezahlen. Und zwar ist nicht nur der Beschenkte in Deutschland schenkungssteuerpflichtig, sondern eben auch der Schenkende. Du musst also in Deutschland eine Schenkungssteuererklärung einreichen und musst Schenkungssteuer abführen, beziehungsweise es gelten natürlich auch die Freibeträge für diese Schenkung, die du gemacht hast an deine Frau, die nicht aus Deutschland ist, für eine Immobilie, die sich nicht in Deutschland befindet, die du mit Geld gekauft hast, das du nicht in Deutschland verdient hast. Und im Falle von Dubai gilt das Ganze noch für 10 Jahre. Stell dir das mal vor. Wenn du in andere Länder umziehst, die keine Niedrigsteuerländer sind, dann gilt das Ganze nur für 5 Jahre. Also ziehst du zum Beispiel in die Schweiz um, dann gilt die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht in Deutschland für 5 Jahre. Es besteht allerdings immer in Deutschland unbeschränkte Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht, wenn sich der Beschenkte, der Schenkende bzw. der Erbe oder Erblasser oder das Vermögen, das verschenkt bzw. vererbt wird, in Deutschland belegen ist. Das heißt, selbst wenn du schon 20 Jahre aus Deutschland weg bist und du verschenkst dann einen Geldbetrag an jemanden, der in Deutschland wohnt, wird deutsche Schenkungssteuer fällig. Dann muss derjenige, der beschenkt wurde, diese Steuer erklären. Oder auch wenn du schon seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland wohnst und du erbst eine deutsche Immobilie, wird auch dann deutsche Erbschaftssteuer fällig. Wenn wir uns einmal schon mal anschauen, was du machen musst, um der Schenkungssteuer und um der Erbschaftssteuer zu umgehen, dann wäre der erste Schritt, dass du dein deutsches Vermögen auflöst. Also deutsche Immobilien verkaufen, deutsche Bankkonten auflösen, deutsche Firmenbeteiligungen verkaufen. Das packst du dann ins Ausland. Damit kannst du dann zum Beispiel im Ausland Immobilien erwerben oder auch in ausländische Aktien investieren oder das Geld schlicht und ergreifend auf ausländischen Konten haben. Dann musst du Deutschland verlassen und dann müssen auch deine Erben bzw. die Beschenkten Deutschland verlassen. Und im Idealfall kannst du dann 5 Jahre später das Vermögen, das kein deutsches Vermögen mehr ist, an deine Erben verschenken, solange sie eben auch in Deutschland nicht mehr Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuerpflichtig sind. So, und da merkst du jetzt natürlich auch schon die ganze Krux an der aktuellen Debatte. Egal was jetzt passieren wird, du wirst dich wahrscheinlich davor nicht mehr schützen können, indem du ins Ausland gehst, denn wie gesagt, es gibt diese sehr langen Wartefristen, die du hier bedenken musst. Hinsichtlich dem Wegzug ins Ausland gibt es jetzt übrigens noch einen Trick. Wenn du bereit bist, ins Ausland umzuziehen und jetzt mal angenommen, du hast dein Vermögen aus Deutschland abgezogen und dann gibst du die deutsche Staatsbürgerschaft ab, weil du eine weitere Staatsbürgerschaft hast. Du kannst nicht staatenlos sein, aber mal angenommen, du hast eine weitere Staatsbürgerschaft, dann entkommst du ebenfalls der deutschen Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht, nachdem du Deutschland verlassen hast.
da gibt es dann auch keine Wartefrist. Die meisten werden sich mit diesem Schritt natürlich schwer tun, außer man hat jetzt eine sehr gute zweite Staatsbürgerschaft. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben die schweizerische und die deutsche Staatsbürgerschaft und da ist es dann natürlich nicht besonders schwer, die deutsche aufzugeben, weil die schweizerische ist ja mindestens ebenso gut, wenn nicht um einiges besser. Aber wenn es der zweite Pass, den du hast, nicht besonders gut ist, dann wird man sich vielfach schwer tun, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben. Was für Möglichkeiten gibt es noch, die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer zu umgehen? Und ich rede jetzt natürlich immer von einer legalen Umgehung. Ich rede jetzt nicht davon, irgendetwas Illegales zu machen. Das würde ich dir auf keinen Fall empfehlen. Du könntest eine Stiftung gründen in Liechtenstein. Wenn du eine Stiftung in Liechtenstein gründest, in die du dein Vermögen einbringst, dann gehört dir das Vermögen danach nicht mehr und dann fällst du natürlich auch nicht mehr unter die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Nun steckt hier der Teufel natürlich auch im Detail, denn in dem Moment, wo du Vermögen an die Stiftung überträgst, wird natürlich ebenfalls Schenkungssteuer fällig und das nicht zu knapp. Hier ist man dann schon bei der Schenkung- und Erbschaftssteuer Klasse 3. Das heißt, hier gelten dann 30% Schenkungssteuer, also ein ganz erheblicher Betrag. Hier kann man natürlich etwas machen. Du kannst das Ganze zum Beispiel als Darlehen gestalten, als ein Darlehen, was endfällig gestellt wird und eine sehr lange Laufzeit hat. Dann ziehst du ins Ausland um und sobald du dann nicht mehr von der deutschen Schenkungssteuer betroffen bist, wird dieses Darlehen praktisch aufgelöst oder in eine Schenkung umgewandelt. Aber wie gesagt, eine Stiftung, das ist ein komplexeres Vorhaben. Es gibt natürlich auch eine deutsche Familienstiftung, da hast du aber eine Erbersatzsteuer drin. Das heißt, da wird regelmäßig dann auch Erbschaftssteuer fällig. Deswegen ist diese Stiftung natürlich absolut nicht zu empfehlen. Es gibt noch ein paar andere legale Tricks hinsichtlich der Schenkungs- und der Erbschaftssteuer. Und hier fällt einem zum Beispiel Kunst ein. Wenn du Kunst verschenkst oder Kunst vererbst, wird unter bestimmten Bedingungen in Deutschland keine Schenkung und Erbschaftssteuer fällig. Hier spielt es eine besondere Rolle, welche Kunst du verschenkst oder vererbst. Du kannst jetzt nicht hier irgendwas auf ein Papier kritzeln und sagen, so, das ist jetzt Kunst. Hier kommen da ganz bestimmte Werke in Frage. Und im Wesentlichen muss gegeben sein, dass diese Werke tatsächlich von öffentlichem Interesse sind, dass sie verliehen wurden an Museen zum Beispiel. Und hier habe ich einen sehr interessanten Kontakt für dich, wenn dich sowas interessiert. Wir arbeiten hier mit einem sehr bedeutenden Kunsthändler in der Schweiz zusammen, die auch dann Kunst einlagern. Sie sind weltweit der Marktführer. Dort kannst du also Kunst erstehen. Das sind jetzt nicht nur Gemälde, die jetzt Millionen kosten. Gibt es auch schon Werke, die man dann für 100.000 kaufen kann. Wie gesagt, das kommt dann alles mit einem Gutachten. Du kannst die Werke dort einstellen. Sie werden natürlich dann zum Teil auch verliehen. Das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Und wie gesagt, wenn du diese Werke dann an deine Nachkommen überträgst oder an sie verschenkst, fällt keine Erbschaftssteuer und keine Schenkungssteuer an. Du könntest also jetzt zum Beispiel sagen, ich verkaufe einer meiner Immobilien in Deutschland, dieser Erlös ist steuerfrei. Ich bekomme zum Beispiel 2 Millionen Euro. Für diese 2 Millionen Euro kaufe ich dann Kunst. Diese Kunstwerke kannst du dann an deine Nachfahren verschenken und vererben. Wenn sie Liquidität benötigen, können sie die natürlich dann verkaufen. Was das dann steuerlich bedeutet, hängt natürlich immer vom Wohnsitz ab. Möglicherweise sind private Veräußerungserlöse steuerfrei. Das muss man anschauen. Wichtig ist natürlich, dass man das dann mit berücksichtigt. Aber wie gesagt, wenn diese Bedingungen erfüllt werden, und das ist jetzt nicht etwas, was man vom Zaun brechen kann, sondern das musst du dir genau mit deinem Steuerberater anschauen. Und übrigens, der Anbieter, von dem wir sprechen, der arbeitet ja auch mit führenden Rechtsprofessoren aus Deutschland zusammen, die auf diesem Gebiet steuerlich führend sind in Deutschland. Die können dich dann ebenfalls genau dazu beraten, ob das überhaupt für dich in Frage kommt oder nicht. Wenn du an dieser Lösung Interesse hast, dann sag uns Bescheid. Wir haben hier auf unserer Webseite ein kleines Formular vorbereitet. Wir würden dir dann die Kontaktdetails dieses Anbieters senden. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass diese Steuerbefreiung nicht auch noch durch unsere tolle Regierung gekippt wird. Sag ihnen einfach, dass sie dieses Video bitte nicht anschauen sollen, ja? Also, aber ich denke, das Risiko besteht nicht, denn wie gesagt, wenn es um Kunstwerke geht, wo ein berechtigtes öffentliches Interesse steht und nur da gilt ja diese Ausnahme, dann wird diese Ausnahme auch weiter bestehen bleiben. Und natürlich kannst du dir vorstellen, ist gerade diese Kunstmethode ein Weg, wo gerade viele wohlhabende Familien sich vor der Erbschaftssteuer und vor der Schenkungssteuer schützen, beziehungsweise das ist eben eine Maßnahme, ein Pfeil in deinem Köcher, um die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuersituation in Deutschland zu optimieren.
Der beste Weg ist es natürlich ganz klar, Deutschland zu verlassen. Das ist natürlich auch tatsächlich das, was viele unserer Mandanten machen. Aber ich habe dir schon gesagt, das verlangt dann eine gewisse logistische Übung, weil natürlich auch die anderen Begünstigten dann nicht mehr in Deutschland beziehungsweise in einem anderen Land, was hohe Erbschaft und Schenkensteuern hat, steuerlich ansässig sein dürfen. Also in diesem Sinne, gib die Hoffnung nicht auf. Wir werden hier sicher weiter clevere Lösungen finden, wie du dich gegen den übergriffigen Staat zur Wehr setzen kannst. Und natürlich völlig legal, ich rede hier nicht von illegalen Methoden, völlig legal dich gegen ganz ungerechte steuerliche Maßnahmen zur Wehr setzen kannst. Ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe tatsächlich die EU schon vor 25 Jahren verlassen und es gibt keinen Tag, wo ich diesen Schritt bereue. Das Gleiche würde ich dir empfehlen. Ich glaube, auch du wirst es nicht bereuen. Es ist wie ein Befreiungsschlag und das empfinde ich heute auch noch so. Seit 20 Jahren helfen wir Mandanten dabei, sich steuerlich optimiert im Ausland aufzustellen, Vermögen im Ausland zu schützen, zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben und natürlich steueroptimiert dann neues Vermögen aufzubauen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann lade ich dich gerne zu einem Beratungsgespräch ein. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.